Willkommen zu einem neuen Video Kampffechten nach Lichtenauer. Dieses Mal haben wir als Location die Burg Landeck bei Emmendingen ausgewählt. Heute präsentieren wir euch die Stücke aus der ersten Hut. Wenn ihr vergessen habt, wie diese erste Hut aussieht, hier könnt ihr sie nochmal sehen und oben rechts ist auch das Video verlinkt. Und nun viel Spaß bei den Stücken. Das erste Stück aus der oberen Hut, aus der ersten Hut, ist im Endeffekt nichts anderes als nochmal die Erinnerung von Lichtenauer an das, was er bereits bei der Verteidigung gesagt hat. Wenn wir in der oberen Hut stehen und unten zu uns gestochen wird, sollen wir weder versetzen noch absetzen, sondern von oben zustechen und ansetzen, weil jedes Ansetzen alle unteren Ansätzen besiegt. Und so steht es auch geschrieben. Wenn du in der oberen Hut stehst und er in der unteren vor dir steht, um unten zu dir zu stechen, sollst du ihm dies weder abwehren noch versetzen, sondern ihm zu Gesicht stechen. Oder setz ihm oben an, so kann er dich nicht erreichen. Denn alle oberen Ansätzen brechen die unteren und befreien davon. Wie man sehen kann, haben wir das sehr oft ausprobiert und stimmt tatsächlich, auch wenn es nicht so aussieht, teilweise, weil mein Schwert rechts am Latz und der Maske so reingeht und deswegen sehr tief verschwindet. Quoted for truth. Das zweite Stück hat uns ganz schön Kopfzerbrechen bereitet, bis es dann so smooth aussah, wie es jetzt hier dargestellt wird. Wenn du in der oberen Hut stehst und er unten zu dir sticht, stich von oben nach unten zwischen seinem Schwert und seiner vorgesetzten Hand. Drück den Knauf zu Boden und winde deinen Ort an seiner Schwertklinge unten durch sein Schwert. Setz ihm an seiner rechten Seite an. Schon der erste Teil des Stücks hat sehr viel Hirnschmalz gekostet. Es steht nur da, dass man zwischen Schwert und vorgesetzter Hand niedersticht. Aber befindet sich jetzt dieses dazwischen dahinter oder vor der vorgesetzten Hand gar nicht so klar. Wir haben das dann später noch auf andere Art und Weise ausprobiert, also quasi hinter der vorgesetzten Hand niederstechen, und da ist uns was aufgefallen. Der Stich geht ungebremst einfach durch. Das heißt, man hat keinerlei Chance, den vorher abzublocken oder abzubremsen in irgendeiner Form. Deswegen haben wir gesehen, wenn wir vor der vorgesetzten Hand nieder reinstechen, zwischen Schwert und vorgesetzter Hand quasi dann vorne dran, dann stoppen wir den Stich und können dann von da aus weiterarbeiten. Wichtig hierbei, bis zur Klingenmitte, also zwischen den Händen nach unten durchstechen, denn jetzt winden wir. Und in diesem eingefrorenen Moment sieht man auch den Grund dafür. Wenn wir winden, versuchen wir mit unserem Stark gegen das gegnerische Schwach zu winden. Wir versuchen also durch Hebel mehr Kraft zu entwickeln als unser Gegner. Die Mitte unseres Schwertes, die zwischen unseren beiden Händen liegt, ist viel stärker als der vordere Teil und die eine Hand von unserem Gegner. Deswegen fällt es uns leicht, den Gegner sprichwörtlich zu überwinden und die Oberhand zu gewinnen. So lässt sich auch die rechte Seite wie verlangt erreichen, was echt auch bei der anderen Variante mit dem inmitten reinstechen ein Problem dargestellt hat, weil man niemals an der rechten Seite ansetzen konnte, sondern eher links es gemacht hätte, aus logischen Gründen. Und hier nochmal das Ganze aus der Ego-Perspektive. Und nochmal in schnell von der Seite. Das dritte Stück hat zwei mögliche Ausgänge. Entweder man bleibt bei dem Stich zu den Hoden oder man setzt unter der Achsel an. Wenn du in der oberen Hut stehst, stich ihm daraus deutlich zum Gesicht. Versetzt er mit dem Schwert vor seiner linken Hand und bleibt dir mit dem Ort vor dem Gesicht, um dir anzusetzen, so greif mit der linken Hand sein Schwert am Ort. Halt es fest und stich ihm mit der rechten Hand mit Kraft zu den Hoden. Im Idealfall ist das Thema damit erledigt, weil, aua. Da niemand gerne in die Hoden gestochen wird, versucht man dies zu verhindern. Lichtenauer geht davon aus, dass man nicht gern in die Weichteile gestochen wird. Um drohende Gefahr zu vermeiden, geht er also davon aus, dass wir das Schwert an uns reißen und uns zur Seite drehen. So beschreibt er weiterhin:
Zuckt er dann sein Schwert kräftig zu sich und will es dir aus der Hand reißen, lass sein Schwert plötzlich los. So entblößt er die Seite. Ergreif währenddessen dein Schwert sofort wieder mit der linken Hand in der Klingenmitte. Verfolg ihn auf dieselbe Seite mit Ansätzen. Hier nochmal das Stück aus der Ego-Perspektive. Aus blaue Fleckengründen haben wir die Location für das 4. Stück gewechselt. Bei genauerer Betrachtung erinnern wir uns an das Speer und entdecken nicht wirklich viel Neues. Wenn du in der oberen Hut stehst, stich ihm daraus zum Gesicht. Versetzt er den Stich und drückt dir den Ort auf deine linke Seite, spring mit dem rechten Fuß hinter seinen linken. Fahr ihm mit dem Knauf vorn über seine rechte Schulter um den Hals und reiß ihn daran über dein rechtes Knie. Das Stück scheint kein Geheimnis zu sein und eigentlich eher weit verbreitet. Hier dargestellt eine spätere Variante des Stücks von Jörg Wilhelm Hutter aus dem Jahr 1522. Viel zu spät für unser Manuskript und anders, aber trotzdem schön anzusehen. Daher wundert es nicht, dass Lichtenauer uns 4 verschiedene Brüche gegen dieses Stück vorstellt. Der erste Bruch ist ein tatsächlicher Bruch, nämlich ein Armbruch. Wenn er dir mit dem Knauf um den Hals über deine rechte Schulter fährt, lass dein Schwert fallen, ergreif mit der rechten Hand seine rechte. Fass ihn mit der linken am rechten Ellenbogen, spring mit dem linken Fuß auf seinen rechten und führ einen Armbruch aus. Es ist zwar noch nicht so richtig erkennbar, aber schon diese Position tut richtig weh. Wenn ihr ernst macht, achtet darauf, dass der Ellenbogen knapp vor eurer Schulter ist. Wenn ihr nicht ernst macht, dann passt um Himmels Willen auf, da geht schnell was schief. Als Option gibt Lichtenauer an, den Gegner auch gerne über das Knie zu werfen. Der zweite Bruch ist simpel und recht schnell erklärt. Wenn er dir mit dem Knauf um den Hals fahren will, ergreif mit der linken Hand seinen rechten Ellenbogen und stoß ihn daran von dir weg. Stich mit der rechten mit Kraft hinten zum Rücken. Simpel, aber sehr wirksam. Der dritte Bruch ist im Prinzip wie der erste, mit Werfen, bloß ohne Armbrechen. Wenn er dir mit dem Knauf über deine rechte Schulter um den Hals gefahren ist, greif mit der linken Hand von unten zwischen seinen beiden Armen hoch. Ergreif ihm damit seinen rechten Arm und halt fest. Dreh dich von ihm weg auf deine rechte Seite und wirf ihn über deine linke Hüfte. Der Vollständigkeit halber hier nochmal aus der Ego-Perspektive, auch wenn man nicht besonders viel sehen kann. Beim 4. Bruch geht es sehr krass ums Timing. Wie man sieht, versucht man bereits den Knauf in der Luft abzufangen, bevor er um den Hals landet. Wenn er dir mit dem Knauf um den Hals fahren will, ergreif mit der linken Hand hinter seiner rechten Hand sein Schwert am Griff oder Knauf. Drück es nach unten und setz ihn mit deinem Schwert an, wo du willst. Das 5. und letzte Stück ist mehr ein Verteidigungsstück als ein Angriff. Wenn du ihm aus der oberen Hut zum Gesicht stichst und er dir dann mit der linken Hand zwischen deinen beiden Händen mitten in deine Schwertklinge fällt, so fahr ihm mit dem Knauf, wie du willst, unten oder oben über seine linke Hand. Reiß dabei auf deine rechte Seite und setz ihm an. In dieser Variante seht ihr das Ganze nochmal, wie man mit dem Knauf dann unten statt oben durchfährt. Wie man erkennen kann, dient dieses Stück tatsächlich eher der Verteidigung, um seine Waffe wieder freizukriegen, falls der Gegner es geschafft hat, irgendwo in der Mitte zuzupacken. Auch dieses Mal haben wir die Stücke auf Knaufschlag-Varianten untersucht. So haben wir zum 2. und zum 3. eine Knaufschlag-Variante gefunden, zum 2. sogar 2 verschiedene Varianten. Zum 5. gibt es kein Videomaterial, aber das wäre einfach ein freier Hau.
Bei der Übertragung auf die Langwaffen zeigt sich beim ersten Stück, dass es sehr auf die Länge der jeweiligen Langwaffe ankommt. Beim zweiten Stück hingegen auf halb gehaltenes Speer flawless, wunderschön. Und auch der Knaufschlag, hier natürlich mit der Mordaxt, mit dem Hammer bzw. dem Axtblatt, exzellent ausführbar. Schwingervariante existiert, ergibt aber nicht wirklich Sinn. Das dritte Stück funktioniert wunderbar, sowohl mit dem Ansetzen als auch mit dem Motto. Die Übertragung auf das vierte Stück kennen wir bereits vom Speer, wenn auch aus einer anderen Hut. Das funktioniert super. Auch die Brüche gegen das Stück funktionieren gut, da sie waffenunabhängig sind. Beim fünften Stück haben wir festgestellt, dass wir obenrum einen wahnsinnig guten Hebel haben und untenrum eigentlich genauso. Von daher super. Das war's auch schon wieder für dieses Kapitel. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann wie immer die Glocke und Like und abonnieren. Ihr wisst ja, wie das Ganze funktioniert. Ich danke euch und bis zum nächsten Mal. Au!